Unsere Testreise durch die TV-Saison 2025 geht in die nächste Runde. Nachdem wir uns das High-End- und Mittelklasse OLED-Modell des Herstellers LG für das Jahr 2025 angeschaut haben, geht es nun weiter mit dem Einstiegs- und somit letzten Modell, dem LG B5. Letztes Jahr konnte der B4 durchaus überzeugen, war aber schon hart an der Grenze, dass er nicht mehr zeitgemäß performt. Wird dies der B5 nun ändern oder bildet sich hier noch eine größere Kluft zwischen dem LG und C OLED-Modell? Um dies herauszufinden, habe ich den B5 auf Herz und Nieren getestet und wieder keinen Versuch liegen gelassen, um die Leistung des TVs realistisch einzuordnen. Kann der B5 eine echte Preis-Leistungsmaschine sein oder bewegen wir uns nun endgültig auf einem Low-Low-End-Niveau? Das und unglaublich vieles mehr werden wir in diesem Video klären und ja, somit grüße ich euch zu einem neuen TV-Review hier auf meinem Kanal. Ja, und wie jedes Mal möchte ich euch sagen, dass ich mich wieder sehr darauf freue, euch diese Videodokumentation präsentieren zu dürfen. In dieses Video habe ich wieder sehr viel Herzblut, Energie und Zeit investiert, um euch alles Relevante zum LG B5 aufzudröseln, aber euch auch natürlich ein Tech-Videomonster zu produzieren, das nun wirklich kein Auge trocken lässt. So habe ich auch in dieses TV-Review wieder über 120 Stunden Produktionszeit investiert, womit sich auch der B5 meinem neuen, anspruchsvolleren Test unterziehen musste. Von Verarbeitungsqualität zur HDR-Spitzenhelligkeit, Farbvolumen, Gaming-Bildperformance bis hin zum Stromverbrauch. Dieses TV-Review ist wieder ein richtiger Stolz meines Kanals. Konnte mich der LG B5 wirklich überzeugen, finden wir dies nun gemeinsam heraus. Ja, und wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den technischen Daten. Der TV ist erhältlich in 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll. Jeweils mit einem Ultra HD WRGB OLED Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz in Ultra HD bietet. In diesem Video teste ich das 55 Zoll Modell. Das Panel selber setzt dabei auch dieses Jahr wieder auf die bekannte OLED-EX-Technik aus dem Jahr 2022. OLED-EX steht für eine effiziente, robuste und leistungsfähige OLED-Technik. Abgerundet wird das Ganze mit 4x HDMI 2.1b, um die hohe Auflösung mit 120 Hz auch einspeisen zu können. Komplettiert wird das Ganze durch eine Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, QFT sowie VR und QMS-VR Unterstützung. Prozessorseitig verbaut LG den neuen Alpha 8 Gen 2 AI-Prozessor. Dieser soll bis zu 40% mehr CPU-Performance aufweisen als der Alpha 7 Gen 8 Chip. Darüber hinaus bietet der B5 Dolby Vision, HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist verständlicherweise nicht von der Partie. Softwareseitig kommt selbstverständlich LGs WebOS in der neuen Version WebOS 25 zum Einsatz, welches an den wesentlichen Stellen passende Änderungen erfahren haben soll. Machen wir weiter mit der Verarbeitung, beziehungsweise bisher haben wir uns in diesem Kapitel meiner Review-Videos um das Thema Verarbeitung gekümmert. Da meine zukünftigen Review-Videos in Sachen Analyse der Bildqualität noch detailreicher sind, spare ich dieses Kapitel nunmehr aus und verweise euch auf mein Ersteindrucksvideo zum B5, wo ich sehr detailliert auf die Verarbeitungsqualität eingehe. Natürlich wird die Verarbeitungsqualität mit ins Fazit dieser Review einfließen. Das Ersteindrucksvideo habe ich euch oben in der Infobox als auch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Weiter geht es mit der Fernbedienung. Anders als bei meinem G5-Test, aber wie bei meinem C5-Test, lächelt uns beim B5 auch die neue AI Magic Remote entgegen, welche dieses Jahr ihr Debüt feiert. Kleiner, schlanker und prägnanter soll die neue Magic Remote herüberkommen. Und ja, das würde ich auch so unterschreiben. Nur, das war's dann auch schon. Ich bin da ganz ehrlich mit euch, aber was zum Henker ist das denn? Rein von der Materialwahl und Verarbeitung her ist diese ja noch billiger als die vorherige Magic Remote und ist dabei noch abgespeckter. Ein richtiger Plastikbomber. Viele der nützlichen Funktionen der alten Magic Remote wurden gestrichen, wodurch manche Shortcuts oder versteckte Menüs
einfach nicht mehr geöffnet werden können. So zum Beispiel das VRR-Informationenfenster. Die neue Magic Remote ist das perfekte Beispiel dafür, wie sich Geld sparen lässt. Sie liegt zwar gut in der Hand und an sich gefällt mir auch das etwas schlankere Design. Nur in Sachen Umsetzung hat AEG sich wirklich hier keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Schade. Werfen wir nun einen Blick auf das neue WebOS 25, welches so 1:1 auch beim AEG G5 und C5 zum Einsatz kommt. Es wirkt im Verhältnis zu der Vorjahresversion rein optisch jetzt nicht großartig anders. Das gleiche aufgeräumte Design. Auch das Einstellungsmenü erstrahlt weiterhin in dem schlichten Grau mit weißer Schrift. Die diesjährigen Neuerungen sind eher im Detail zu finden. Alle wichtigen Neuerungen habe ich bereits in einem separaten Video behandelt, welches ich euch oben in der Infobox verlinkt habe. In diesem Video möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Performance richten. Nun, die Performance von WebOS 25 ist auf dem AEG B5 im Vergleich zu WebOS 24 auf dem B4 oder dem C3 nicht deutlich besser geworden. Anders als beim G5 und C5 performt WebOS 25 auf dem B5 noch etwas träger. Die Bedienbarkeit fühlt sich dadurch manchmal sehr gemütlich an, was natürlich die flüssige Bedienung des TVs einschränkt. Ansonsten bietet WebOS 25 natürlich alle bekannten Vorzüge, die es auch in den Vorgängerversionen geliefert hat. So natürlich auch den Zugriff auf den Filmmaker-Mode, ab diesem Jahr auch mit der neuen Ambient Light Compensation Funktion, welche ich ebenfalls schon in einem separaten Video getestet habe. Ach ja, was das Thema Werbung im Bildschirmschoner angeht, hat sich da beim B5 natürlich nichts verändert. In meinem Test habe ich aber weiterhin keine Werbung zu Gesicht bekommen. Um den Bildschirmschoner aber nutzen zu können, geht dies weiterhin nur mittels der Aktivierung des Bildschirmschoner Werbung im Systemmenü des B5s. Das wohl interessanteste an diesem Video kommt jetzt, das Thema Bildqualität. Die Bildqualität habe ich bewertet mit speziellen Testbildern, aber auch mit klassischen Filmen und natürlich beim Gaming. Der Filmmaker-Mode als auch der Spielmodus kamen dabei zum Einsatz und dies nach Norm eingestellt. Seitens der Firmware habe ich den TV mit der Firmware-Version 3.3.11.25 getestet. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nun mal, was der TV so alles zu bieten hat. Kann der B5 mit dem Low-End-Stempel brechen oder setzt er erneut den Stillstand fort? Verglichen habe ich den B5 mit einer etwas breiteren Palette an TVs. So setze ich ein allerletztes Mal den AEG C3 als Vergleichsgerät ein, um zu schauen, ob die 2025er Einstiegsklasse nun endlich die Mittelklasse 2023 erreichen kann. Aber natürlich vergleiche ich den B5 auch mit dem C5 als auch mit dem G5. Ihr habt richtig gehört. Den G5 setze ich ein, um eine bildqualitative Referenz zu haben, als auch natürlich endgültig den B5 in seiner Leistung einordnen zu können. Hauptsächlich habe ich den B5 aber mit dem C3 und dem C5 verglichen. Okay, das dazu. Starten wir nun wie immer mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen. Auch dieses Jahr musste ich dem AEG C5 und G5 hier hochloben und eine exzellente Near Black Darstellung bescheinigen. Wie sieht dies nun bei dem kleinen Bruder aus? Nun, grundlegend können wir sagen, dass der B5 eine sehr gute Performance abliefert. Mit einem Einsetzen von Nah-Schwarz-Details ab einem Graulevel von 68 liefert er ein sehr gutes Ergebnis, ist aber nicht so perfekt wie der C5 oder G5. Sowohl der C5 als auch der G5 setzen ab dem Referenzschwarz und somit ab einem Wert von 66 mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen ein. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass der B5 zwar eine sehr gute Near Black Leistung bietet, aber nicht in der Lage ist, sehr feine Details in dunklen Bildbereichen abzubilden. Hier bewegen wir uns auf einem Niveau, welches in den seltensten Fällen wirklich negativ auffällt. So ist im direkten Side-by-Side-Vergleich mit dem C5 nicht unbedingt immer ein Unterschied zu sehen. Wirklich nur in ausgewählten Situationen dann aber sichtbar. Vor allem, wenn wir den C3 als Referenz nehmen, welcher weiterhin perfekt im Near Black Bereich operiert. Ach ja, nach dem Abschluss meines Testes veröffentlichte LG das Firmware-Update 3.3.20.70, welches wie beim C5 und G5 die neue Funktion Near Black Details implementiert hat. Nun, der B5 wies vor dem Update bereits keine Probleme mit unnatürlich aufgehelltem Schwarz auf.
anders als der C5 und G5. Somit ist diese neue Funktion ein nettes Nice-to-have und kann somit durchaus die etwas schlechtere Near-Black-Leistung des B5 mittels cleverer Einstellung kompensieren. Das neue Firmware-Update hat sonst die Leistung des TVs nicht verändert. In Sachen Lichtreflexion hat mich der B5, um ganz ehrlich zu sein, wieder überrascht. Ich muss gestehen, dass ich das erneut produktklassentechnisch überhaupt nicht einordnen kann. Was meine ich damit? Nun, der B5 weist ein deutlich besseres Reflexionsverhalten auf als der C3, C5 oder G5. Ja, ihr habt richtig gehört. LG verbaut beim B5 ein leicht diffuses OLED-Panel. Jedenfalls zerstreut der B5 direkte Lichteinflüsse oder Spiegelungen deutlich, wodurch sie nicht so negativ ins Auge fallen wie zum Beispiel beim C5. Was auch immer LG hier für ein OLED-X-Panel verbaut, ich kann nur sagen, überraschend gut und zeitgleich etwas verwirrend. Nun kommen wir zum Thema Helligkeit und beginnen mit der HDR-Spitzenlichtleistung. In meinem Ersteindrucksvideo lieferte der B5 eine HDR-Spitzenhelligkeit von ca. 700 Nit und das im 10% Fenster. Nun, jetzt nach 50 Stunden Einspielzeit und einem großen Pixel-Refresh sieht das Ganze ähnlich aus. In meinem Test liefert der B5 im Filmmaker-Mode eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 710 bis 730 Nit in einem 1 bis 10% Testfenster. Ja, damit bewegen wir uns ungefähr auf dem Niveau eines LG CX aus 2020 oder C1 aus 2021. Im Vergleich zum B4 liefert der B5 nun einen Helligkeitszuwachs von ca. 9%. Ja, 9%. Das nenne ich mal ernüchternd, wenn wir bedenken, dass der C5 auf einen Wert von ca. 1330 Nit kommt und somit ca. 85% heller ist. 85% und das bei einem UVP-Aufpreis von ca. 26%. Wenn wir dann den C3 als Vergleich hinzuziehen, ist dieser ebenfalls mit seinen ca. 900 Nit um die 25% heller und der C4 mit seinen ca. 1000 Nit um die 30%. Ja, und wenn wir dann den G5 mit seinen ca. 2600 Nit dazu nehmen, ja, ich sage nur 260% mehr Lichtperformance und das bei einem UVP-Aufpreis von nur 47%. Man muss kein Mathe-Genie sein, dass rein von diesen Messwerten der Lichtleistung her das Preis-Leistungs-Verhältnis eine heftige Schieflage hat. Okay, machen wir weiter mit der Realbild-Lichtleistung im Filmmaker-Mode. Hier kommt der B5 auf einen Wert von ca. 700 Nit, womit er ca. 2% dunkler performt als bei den klassischen 10% Testfenster. Hier möchte ich von einer Messtoleranz sprechen. Der B5 liefert somit sowohl im Real- als auch Testbild-Szenario die gleiche Lichtleistung von ca. 700 Nit. Um genauer herauszufinden, ob mich der B5 hier nicht im wahrsten Sinne des Wortes blenden möchte, habe ich meinen neuen Test zur Erkennung einer Schummelsoftware aka Testbilderkennung angewandt. Der B5 musste 5 Minuten lang ein 10% HDR-Testbild im Filmmaker-Mode darstellen. Dabei habe ich kontinuierlich die Lichtleistung gemessen, als auch die Oberflächentemperatur des Panels. Der Test gilt als erfolgreich, wenn der TV nach 1 Minute und 30 Sekunden weiterhin die gleiche Lichtleistung darstellt, als auch eine Oberflächentemperatur von unter 80 Grad Celsius aufweist. Schauen wir mal, ob der B5 uns hier hinters Licht führen möchte. Mein Testbilderkennungstest hat ergeben, dass auch der B5 mit uns ehrlich gesonnen ist. So hält er für mehr als 2 Minuten lang die Lichtleistung von 700 bis 744 Nit. Aufgrund des Anstieges der Temperatur ändert sich natürlich der elektrische Widerstand, wodurch zu beobachten ist, dass der B5 von Sekunde 20 bis Minute 2 langsam etwas heller wird. Das ist normal und erstaunlich zu sehen, dass er sogar auf bis zu 744 Nit ansteigen kann. Jedenfalls bei 1 Minute und 30 Sekunden sehen wir, dass der B5 mit 739 Nit völlig unbeeindruckt weiter performt und das mit einer Oberflächentemperatur von kühlen 49 Grad Celsius. Nach der 2. Minute und 20 Sekunden setzte dann der Auto-Static Brightness Limiter ein, um das Panel vor einem Schaden zu bewahren. Nach 5 Minuten, als ich den Auto-Static Brightness Limiter wieder mittels eines Menü-Tastendrucks beendet habe, kam der B5 wieder auf einen Wert von ca. 591 Nit. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Erwartet habe ich hier einen Wert von ca. 350 bis 400 Nit.
Grundlegend, wenn wir uns diesen Test so anschauen, können wir sehen, dass das OLED-X-Panel im B5 extrem gedrosselt wird. Ich meine, 49 Grad Celsius bei 1 Minute und 30 Sekunden ist nichts für dieses Panel, wenn wir bedenken, dass der C5 mit gleichem Panel und doppelter Lichtdichte in der gleichen Situation bei 80 Grad Celsius feuert. Jedenfalls bescheinigt dieser Test dem B5 definitiv eine realistische HDR-Lichtleistung von ca. 700 bis 740 Nit und keinerlei Anzeichen einer Testbilderkennung. Im Gegenteil, der B5 liefert das bisher beste Ergebnis in der Summe, was natürlich die unverhältnismäßige Lichtperformance nicht relativieren soll. Schauen wir uns nun meine Messwerte im Lebhaft-Modus an, sprich im maximalen Kaltweißbildmodus und das in diesem Fall mit den Werkseinstellungen. Hier kommt der B5 in einem 1% Fenster auf einen stolzen Wert von 857 Nit, als auch im 10% Fenster auf um die 691 Nit. Nun, auch hier können wir sehen, dass der B5 keine wirklichen Bäume ausreißen kann, wobei die 857 Nit im 1% Fenster überraschend sind, er hier aber dennoch nur ca. 8% heller ist als der B4, welcher im 1% Fenster auf ca. 794 Nit kommt. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die HDR-Spitzenhelligkeit des Spielmodus. Und hier können wir wieder sehen, dass auch beim B5 im Spielmodus die Lichtleistung geringer ausfällt als im Filmmaker-Mode. Zwar nicht extrem geringer, aber durchaus messbar. So liefert der B5 hier in einem 1 bis 10% Fenster eine HDR-Spitzenhelligkeit von ca. 657 bis 672 Nit. Damit ist er in diesem Bereich ca. 8% dunkler als im Filmmaker-Mode. Noch beachtlicher ist, dass er im 25% Fenster nur auf einen Wert von 448 Nit kommt. Das macht dann wiederum schon einen sichtbaren Unterschied. Mit ca. 448 Nit im 25% Fenster ist er hier somit ungefähr genauso hell wie der B4, als auch ca. 16% dunkler als im Filmmaker-Mode. Keine Ahnung wieso, aber auch beim B5 performt der Spielmodus schlechter als der Filmmaker-Mode und er ist nicht die Rede wert besser als der B4. Das ist bitter. Ja, wenn wir diese Werte mal sacken lassen, ist es mehr als erstaunlich, wie AG glauben kann, dass diese Lichtdichte ernsthaft im Jahr 2025 konkurrenzfähig sein kann. Auch wenn der B5 im Preis fallen wird, sagen wir unter 1.000 Euro und 55 Zoll, steht er einer beachtlichen Konkurrenz gegenüber. Hier beziehe ich mich insbesondere auf den von mir getesteten TCL Q7C, welcher als Mini-LED-TV und HVA-Panel auf um die 2000 Nit kommen kann und das bei einem durchaus brauchbaren Kontrastverhältnis. Aus meiner Sicht ist die HDR-Lichtperformance des B5 alles andere als schlecht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob AG diesen Schleichgang weiter vollziehen sollte. Okay, dennoch sollten wir uns natürlich anschauen, wie der B5 sich in der Realität verhält. Und dazu habe ich für euch wieder meine HDR-HLG-Aufnahmen angefertigt, sodass ihr den Lichtunterschied in einem SDR-YouTube-Video realistisch einordnen könnt. Wir werden uns nun Vergleichsaufnahmen zwischen dem B5, C3, C5 und G5 anschauen. Beginnen wir mit dem C3. Nun, wenn wir den B5 mit dem C3 vergleichen, können wir grundlegend sehen, dass der C3 hier dem B5 weiterhin überlegen ist. Wir müssen aber auch sagen, dass der optische Unterschied zwischen den OLED-TVs nicht mehr so gravierend ist, wie unter Umständen die Messwerte suggerieren. Der Punkt ist, egal ob wir 1000 Nit oder 4000 Nit Material vergleichen, ist der C3 technisch und optisch überlegen. Nur das menschliche Auge kann eine Lichtdiskrepanz von unter 150 Nit nicht mehr sicher wahrnehmen. Dies bedeutet, da der C3 auf ca. 850 bis 900 Nit kommt und der B5 hier bei 700 bis 730 Nit arbeitet, dass die beiden OLED-TVs fürs menschliche Auge nahezu gleich hell erscheinen. Das können wir sogar teilweise auf meinen Aufnahmen ausmachen. Technisch gesehen bleibt der C3 das bessere Gerät. Fürs Auge spielt es aber eine untergeordnete Rolle. Für mich persönlich war es schwer, mit meinen Augen einen wirklichen Unterschied zwischen den beiden in Sachen Lichtdichte auszumachen.
Machen wir weiter mit dem C5 und hier sieht das Ganze dann schon anders aus. Denn rein messtechnisch haben wir es mit dem C5 nahezu mit einem G3 zu tun. Der G3 war das High-End OLED-Modell aus dem Jahr 2023 samt Microlens Array. Nun, und das zeigt sich natürlich auch auf den Vergleichsaufnahmen. Ein Performance-Unterschied von ca. 85% ist gewaltig und da hat der B5 leider keinerlei Chance gegen. Der C5 zerreißt den B5 hier in der Luft und das mühelos. Somit können wir nicht nur messtechnisch, sondern auch optisch ganz klar sehen, dass die Kluft zwischen dem B5 und C5 gewaltig ist und dass der B5 leider mit Abstand hinten ansteht. Schade. Okay, nun der Vergleich mit dem G5. Wie äußern sich ca. 260% mehr Lichtperformance? Ich denke, es war klar, dass der G5 in keinem Verhältnis steht und hier den B5 platt macht. Der G5 ist, dank seines modernen Primary RGB Tandem OLED Panel, dem B5 um Generationen voraus. Ich meine, ihr könnt es ja gerade im Bewegtbild sehen, wie sich dieser Performance-Unterschied darstellt. In jedweder Situation liefert der G5 das wesentlich kontrastreichere und hellere Bild. Dem G5 ist es mühelos möglich, moderne HDR-Inhalte in ihrer vollen Pracht abzubilden. Natürlich ist mir klar, wir vergleichen hier die Einsteigerklasse mit der High-End-Klasse. Es geht natürlich nur darum, um einen Eindruck zu bekommen, in welchen Gebieten wir uns mit dem B5 befinden und wie derbe sich das Performance-Defizit äußert und dass der B5 selbst für seine Klasse untermotorisiert erscheint. Denn der TCL Q7C Mini LED TV konnte es mit dem G5 teilweise aufnehmen. Mehr dazu gerne in meinem Review-Video zum TCL Q7C. Ach ja, wenn euch das Video bis hierhin gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Machen wir weiter mit dem Tone Mapping und dem Dynamic Tone Mapping. Nun, das generelle Tone Mapping, sprich das EOTF-Verhalten des B5, ist denkwürdig. So ist zu erkennen, dass er ab ca. 60% Weißlevel auslenkt. In diesem Fall in die Richtung, dass er nicht hell genug wird für das erforderliche Szenario und er somit bei schwächeren bis klaren Weißtönen nicht so hell auftritt, als es der Inhalt anfordert. Sprich, er ist nicht in der Lage, die höhere Lichtdichte der Quelle korrekt auf seine eigentliche Performance zu komprimieren, wodurch das Bild dunkler erscheint und HDR-Details in hellen Bildbereichen unter Umständen nicht abgebildet werden können. Dies können wir auch auf meinem Realbild erkennen. Das ist alles andere als gut. Wird nun das Dynamic Tone Mapping aktiviert, so lenkt er bei einer Lichtdichte von ungefähr 2500 Nit aus und endet somit in einem HDR-Clipping. Damit bewegt er sich ungefähr auf dem Niveau des AGB4 oder C3, wobei der C3 hier etwas besser ist, da sein reines Tone Mapping in der Kurve performanter ist als beim B5. Das ist, denke ich, eine reine Software-Sache, die AG gegebenenfalls mit einem Firmware-Update fixen kann. Ungeachtet dessen, auf Basis seiner Lichtleistung von ca. 700 Nit ist ein Wert von um die 2500 Nit stabiles Papierweiß mehr als sehr gut. Kommen wir nun zum Thema Autostatic Brightness Limiter, kurz ASBL. Was sich technisch dahinter verbirgt, habe ich für euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ich euch oben ebenfalls in der Infobox verlinkt habe. Ich denke, wir können das Thema recht kurz abhandeln. Der Autostatic Brightness Limiter greift auch im zweiten Jahr in Folge nicht mehr negativ ins Bild ein und somit werden komplizierte HDR-Inhalte ohne großen Kontrastwechsel nicht willkürlich abgedunkelt. Sehr gut. Werfen wir jetzt einen Blick auf die SDR-Lichtleistung. Nun, hier liefert uns der B5 für seine Preisklasse eine sehr gute Performance. Mit knapp 415 Nit in einem 10% Fenster als auch soliden 172 Nit im 100% Fenster
ist der B5 für einen Einsteiger OLED-TV sehr gut aufgestellt und überholt hier sogar Sonys Bravia 8 XR80 aus dem Jahr 2024. Letzterer hatte bei mir mit so einem starken Auto-Brightness-Limiter zu kämpfen, dass der B5 tatsächlich ein leichtes Spiel hat. Dies in Kombination mit dem leicht diffusen Panel ist durchaus etwas, was auch in einem Raum mit Hintergrundlicht oder Tageslicht verwendet werden kann. Auch wenn eine große Fensterfront weiterhin einen Endgegner für den B5 darstellen dürfte. Hier ist ein C5 oder gar der G5 deutlich besser aufgestellt. Letzterer kommt auf Werte von bis zu 426 Nit im 100% Fenster, was einen Unterschied von ca. 150% im Vergleich zum B5 macht. Abschließend möchte ich mit euch noch über ein etwas, kurioses Verhalten des B5s in Sachen Lichtperformance sprechen, welches ich so auch noch nicht festgestellt habe. Und zwar ist es so, dass der B5, wenn das Side-Menü mittels der Zahnradtaste geöffnet wird, heller wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Der B5 boostet seine Lichtperformance, wenn das Side-Menü offen ist. Dies könnt ihr gerade auf meinen Videoaufnahmen gut sehen, wo ich das Ganze mit einem 100% HDR-Testbild getestet habe. Auch anhand des Stromverbrauches könnt ihr sehen, dass er in dem Moment deutlich mehr Strom verbraucht. Nun, AG, wenn ihr das Panel des B5 schon drosselt, dann bitte doch in jeder Situation. Machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Hier habe ich den B5 auf seine Farbperformance im BT709 und BT2020 Farbraum überprüft. Jeweils im Filmmaker-Mode mit normgerechten Einstellungen. Ab 2025 messe ich nur noch den D65 Weißpunkt oder falls erforderlich mit JUDD-Offset für die Sony TVs. Ignoriere aber den D93 Weißpunkt, den ich sonst immer gesondert für den Spielmodus mitgeprüft habe. Da Spiele vermehrt auf eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin genauso wie Filme hin optimiert werden, erübrigt sich das Prüfen des D93 Weißpunktes in diesem Fall. Okay, das dazu. Bevor wir jetzt zu den Farbmesswerten der einzelnen Dynamikbereichen kommen, muss ich euch mitteilen, dass der B5 ab Werk nicht mehr auf eine Farbtemperatur von warm 50 im Filmmaker-Mode eingestellt ist, sondern auf warm 40. Genauso wie der C5 und G5. Beim G5 kann ich diese Entscheidung durchaus verstehen, da das neue Primary RGB Tandem OLED Panel mehr rotes Licht emittiert. Beim B5 geht das Ganze wie beim C5 auch wieder nach hinten los, da das OLED-X Panel deutlich grünlicher ist. Wir werden auch gleich herausfinden, warum das so ist. Alles klar, beginnen wir mit dem SDR Filmmaker Mode im BT709 Farbraum. Die Abstimmung des B5 hat sich im Vergleich zum Ersteindrucksvideo und somit nach der Einspielzeit von ca. 50 Stunden sichtbar verändert. Tatsache ist, der rote Grünstich, den ich beim Ersteindrucksvideo festgestellt habe, hat sich eher zu einem aquarellfarbenen Stich entwickelt, ähnlich wie beim C5. Das können wir sehr gut daran erkennen, da das Bild mehr blau und grün durchzeichnet und eher rot entsättigt ist. Typisch für die OLED-X-Technik und kommt dem AG-G4 sehr nahe, wobei er hier nicht so heftig agiert wie der C4 oder G4. Dies können wir auch sehr gut im Spektrum erkennen, welches OLED-X typisch in den Blautönen sehr klar, dafür im Rest eher verwaschen daherkommt. Auf Seiten der Farbtemperatur trifft der B5 einen Wert von ca. 6700 Kelvin und ist damit etwas kühler abgestimmt, als es die D65-Norm vorsieht. Auch im Farbraum können wir erkennen, dass er von Grund auf sehr gut farbabgestimmt ist und quasi alle Primär- und Sekundärfarben perfekt trifft, bis auf das Grün, welches leicht verschoben und somit mehr Präsenz einnimmt. Dafür trifft er mit einem Gamma-Wert von genau 2,4 exakt die Vorgabe von BT 1886 und ist somit, was die Weißdurchzeichnung des Gesamtbildes angeht, sehr gut abgestimmt. Grundlegend ist der SDR Filmmaker Mode des B5 nicht perfekt, aber kommt sehr gut daher, kann sich echt sehen lassen. In der Realität ist gut zu erkennen, dass der B5 im Vergleich zum C3 mit seinem leichten Grünstich als auch einer leichten Farbübersättigung zu kämpfen hat. Er kann aber dennoch grundlegend eine sehr gute Bildabstimmung präsentieren und ist somit dem C3 nicht unbedingt unterlegen.
Wenn wir dann den B5 mit dem C5 vergleichen, ist quasi kein qualitativer Unterschied auszumachen, auch wenn der C5 noch etwas mehr grün-blau durchzeichnet ist. In der Realität fällt diese Diskrepanz weniger ins Gewicht. Bildqualitativ bewegen sich B5 und C5 im SDR-Filmmaker-Mode nahezu auf dem gleichen Niveau. Ja, und wenn wir dann den Vergleich mit dem G5 wagen, wird es ersichtlich, wie der B5 dann doch an der korrekten Darstellung vorbeidriftet. Der G5 ist nahezu perfekt abgestimmt und kann dank seines Primary RGB Tandem OLED Panels Farben beachtlich genauer abbilden. Der technische Unterschied zwischen OLED X und Primary RGB Tandem OLED ist nicht nur in der Lichtleistung zu sehen, sondern auch in der Farbdarstellung. Weiter geht es im Filmmaker-Mode mit dem erweiterten Farbraum BT 2020. Nun auch hier sehen wir die Problematik mit der grünlichen Durchzeichnung des Bildes. Zwar äußert sich das Ganze nicht so wie im SDR-Filmmaker-Mode, dennoch zeigt sich, dass auch der B5 im HDR-Filmmaker-Mode die ähnliche Problematik vorweist. Ein zu grünliches Bild. Im puncto Farbraum konnte ich feststellen, dass der B5 den DCI-P3-Farbraum nicht so genau trifft. In meinem Test kommt er hier auf einen Wert von ca. 87%, während der C5 98% erreicht. Das ist schon ein sichtbarer Unterschied. Auf Seiten der Farbtemperatur hingegen kommt er hier auf einen Wert von ca. 6500 Kelvin in den klaren Weißtönen. In den mittleren Grautönen ist er dann doch sichtbar kühler mit ca. 6800 Kelvin. Der HDR Filmmaker Mode ist alles andere als schlecht abgestimmt und liefert durchaus ebenfalls eine sehr gute Performance. Auch das können wir wieder im direkten Vergleich zum C3 erkennen, wie auch im HDR Filmmaker Mode die leicht grünliche Durchzeichnung des Bildes das Bild etwas unnatürlich wirken lässt. Der C3 ist hier etwas genauer, vor allem was Hauttöne angeht. Auch im Vergleich zum C5 ist wieder zu sehen, dass die Bildabstimmung auf einem sehr ähnlichen Niveau arbeitet, was durchaus gut ist. Es kann ausgemacht werden, dass der C5 hier noch grün-bläulicher daherkommt als der B5, was den B5 so rein von der Bildabstimmung out of the box sogar etwas besser macht als den C5, mal unabhängig von der Lichtleistung. Sehr gut. Wenn wir dann den G5 als Referenz heranziehen, ist wieder gut zu sehen, wie der G5 mit seiner neuen, deutlich leistungsfähigeren Paneltechnik dem B5 hier haushoch überlegen ist. Das bessere Farbspektrum des G5 und die beachtlich bessere Abdeckung des Farbraumes sowie die genaue Bildabstimmung zeigen, dass hier Welten zwischen den TVs liegen. Der B5 liefert zwar in der Summe eine sehr gute Performance ab, ist aber nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Nun müssen wir etwas ansprechen, was mir dann doch Kopfschmerzen bereitet hat. Denn wenn wir uns die Produktseite des B5 anschauen, können wir sehen, dass LG damit wirbt, dass auch der B5 angeblich im DCI-P3-Farbraum 100% Farbvolumen liefern können soll. Nur da er schon nicht mal den Farbraum komplett abdecken kann, wird das natürlich etwas eng. Das Ding ist, wenn wir auf der Seite mal näher hinschauen, können wir sehen, dass die dort angegebenen Intertech-Check-Labels als jene des G5s markiert sind. Ja, das kann ein Fehler sein, dementsprechend habe ich die Referenznummer in der Intertech-Check-Datenbank gegengeprüft und da ist auch der B5 unter der gleichen Nummer gelistet. Das Problem ist nur, dass der B5 bei mir im Test nicht auf 100% Farbvolumen im DCI-P3 Farbraum kommt. Denn in der Realität kommt er nur auf ein Farbvolumen von um die 87%. 13% weniger als LG auf der Webseite suggerieren möchte. Es ist schwer zu sagen, wie diese Zertifikate entstanden sind, sprich unter welchen Bedingungen. Jedenfalls sehe ich das Ganze als etwas kritisch an. Nun müssen wir uns natürlich noch den Spielmodus anschauen. Der Spielmodus im BT709 SDR-Modus weist ebenfalls die gleiche Problematik auf wie schon im SDR Filmmaker Mode, eine zu grünlich-bläuliche Durchzeichnung des Bildes. Im HDR-Spielmodus fasse ich das Ganze mal zusammen und musste hier ebenfalls die Bildabstimmung wie im HDR Filmmaker Mode diagnostizieren. Wie eingangs erwähnt, justiert LG den B5 im Filmmaker Mode ab Werk auf eine Farbtemperatur von warm 40, genauso wie den G5. Ich gehe davon aus, dass da einheitlich die Software entsprechend erstellt und gepflegt wird. Jedenfalls trifft der B5 mit einer Farbtemperatureinstellung von warm 40 nicht ganz die 6500 Kelvin, sondern eher mit warm 41. Nun, wer sich nun gedacht hat, man könne den grünen Blaustich etwas herausnehmen, indem man einfach die Farbtemperatur auf warm 50 setzt,
den muss ich da enttäuschen. Tatsächlich ist es so, dass wenn die Farbtemperatureinstellung auf warm 41 gesetzt wird, hebt der B5 das Rot etwas an und bei warm 50 eskaliert er dann vollends und dreht das Rot extrem auf und reduziert das Blau so sehr, dass daraus kein Blau-Grün-Stich wird, sondern ein Rot-Grüner. Keine Ahnung, was AG hier für eine Mission hat. Jedenfalls ist die Farbtemperatureinstellung dezent verhauen und kaum eine Möglichkeit für eine Feinoptimierung. Abschließend müssen wir uns natürlich noch das Color Banding anschauen. Wie zu erwarten, liefert uns der B5 keinerlei Farbhelligkeitsabstufung und somit kein Color Banding. Nun, in puncto Farbdarstellung präsentiert uns AG hier mit dem B5 eine, eher denkwürdige Performance. Bitte versteht mich nicht falsch. Grundlegend muss ich sagen, dass der B5 eine sehr gute Bildabstimmung in allen Szenarien liefert, sei es in den SDR- oder HDR-Bildmodi. Von der Bildabstimmung her ist er mit dem C5 quasi gleich auf. Schade finde ich nur, dass auch beim B5 wenig Anstalten gemacht werden, den grünlichen Look des OLED-X-Panels mittels der Abstimmung zu kompensieren. Immerhin hat dies 2023 mit dem C3 und G3 doch auch geklappt. Auch die kuriose Angabe mit dem Farbvolumen verwundert mich. Jedenfalls liefert der B5 für seine Klasse definitiv eine sehr gute Bildabstimmung out of the box, wo ich nicht unbedingt den Aufpreis für eine manuelle Kalibrierung sehe. Bevor es weitergeht, habe ich wieder eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wie ihr wisst, realisiere ich 99,9% aller Tests hier auf dem Kanal aus eigener Finanzierung, genauso wie dieses Video hier. Um unabhängig zu bleiben, aber auch möchte ich in Zukunft, dass TechTracks HD ein Kanal für Inhalte bleibt und nicht für In-Video-Werbung. Das ist für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Anliegen. Um dies sicherzustellen, kalkuliere ich Jahr für Jahr das Budget, was echt eine Herausforderung ist. Wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, dass die freie, unabhängige und auch werbefreie Art meines Kanals bestehen bleibt, dann habt ihr die Möglichkeit, dies über meine Kaffeekasse in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr dem Projekt TechTracks HD ein kleines Trinkgeld hinterlassen und das Tolle daran ist, ihr braucht dafür nicht mal einen Account oder eine Anmeldung. Jeder Taler in der Kaffeekasse bringt uns dem Ziel ein bisschen näher und sichert das Fortbestehen dieses doch sehr intensiven Projektes. Ich möchte auf jeden Fall jetzt schon mal Danke an alle sagen, die mich bis hierhin unterstützt haben und auch mich in Zukunft unterstützen möchten. Ich danke euch. Okay, nun aber weiter mit dem Test des AG B5. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf den Upscaler. Noch hier ist die Verbesserungskurve eher flach, beziehungsweise ich würde sie schon als konstant bezeichnen. Denn der B5 arbeitet hier exakt auf dem Niveau des B4, was so gesehen nicht unbedingt verkehrt ist, da der B4 letztes Jahr durchaus gut performt hat. So rein von der Upscaler-Leistung in Sachen Detailarbeit, Schärfe und Blocking nehmen sich auch C3 und B5 überhaupt nichts. Kommen wir nun zur Zwischenbildberechnung. Was eine Zwischenbildberechnung ist, habe ich euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ebenfalls oben in der Infobox verlinkt ist. Die Zwischenbildberechnung des B5 ist als sehr gut zu bezeichnen. Hier liefert er wieder interessanterweise ein sichtbar besseres Ergebnis ab als seine größeren Brüder C5 und G5. Wenn ich mich so an meinen Test des AGB4 von 2024 erinnere, war das damals ähnlich. Auf jeden Fall bei einem Bildmaterial, welches 24 Bilder pro Sekunde verwendet und somit einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, rechnet der B5 das Bild aalglatt. Wo der C3 bzw. der C5 das Bild in alle Himmelsrichtungen zerreißt, stellt der B5 ein stabiles Bild dar. Wirklich erstaunlich. Das ist natürlich situationsabhängig, die Zwischenbildberechnung des B5 ist nicht fehlerfrei, aber dennoch weit besser als jene des C5 oder G5. Mehr als verwunderlich, aber gut für den B5. Machen wir weiter mit einem Thema, welches bei OLED-TVs ebenso brisant ist wie ärgerlich. Die Rede ist von vertikalem Banding. Vertikales Banding ist in der Vergangenheit vor allem bei OLED-TVs immer und immer wieder aufgetreten. An meinem B5 konnte ich kein bis leichtes vertikales Banding feststellen. Okay, ohne großen Umweg. Auch dieses Jahr sind die LG OLED-TVs wieder auf das moderne Gaming hin optimiert. HDMI 2.1b mit dem Support für 4K mit bis zu 120 Hz, dem Auto-Low Latency Mode, VRR, G-Sync, FreeSync Premium und Dolby Vision Gaming mit bis zu 120 Hz stehen bereit. Am PC sind auch mit dem B5 Dolby Vision Gaming mit bis zu 120 Hz möglich. Dazu müsst ihr in den HDMI-Einstellungen die Dolby Vision PC-Funktion
aktivieren. Auf jeden Fall kann der B5 in Sachen Gaming Performance seinen Vorgänger übertreffen und mit dem C3 Schritt halten, und wie schlägt er sich im Vergleich zum LG C5? Nun, die Antwort ist hier nein, er kann nicht mit dem C3 mithalten. Anders als im HDR Filmmaker Mode, wo der optische Unterschied nicht mehr auffällt, ist das im HDR Spielmodus anders. Der Unterschied der Leistung des Spielmodus zwischen dem C3 und dem B5 ist mehr als ersichtlich. Anhand meiner HLG HDR Aufnahmen könnt ihr gerade gut sehen, wie der C3 dem B5 hier überlegen ist und quasi in allen Belangen besser ist. Hier zeigt sich beim B5 deutlich, dass die niedrige Lichtperformance des Spielmodus sich in Realität vernichtend auf die grundlegende Bildperformance beim HDR Gaming auswirkt. Das ist keinesfalls mehr das Niveau von 2025, auch nicht im Einsteigersektor. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns dann den C5 als Vergleich nehmen. Hier zeigt sich die Kluft zwischen der 2025er B- und C-Reihe extrem. Der Unterschied zwischen dem B5 und C5 ist gewaltig. 85% mehr Lichtperformance können im C5 nicht genommen werden, wodurch der Bildkontrast maßgeblich davon profitiert. Ja, und zu guter Letzt natürlich noch der obligatorische Vergleich mit dem G5, welcher zeigt, wozu OLED-TVs im Jahr 2025 in der Lage sind. Bitte bedenkt, dieser Vergleich dient nur zur Referenz, behaltet aber immer noch im Hinterkopf, dass der Preisunterschied zwischen den beiden TVs auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung bei nur 47% liegt, der G5 aber in Sachen Lichtdichte 260% überlegen ist. Ich denke, hier sprechen die Bilder mehr als 1000 Worte. Der B5 ist hoffnungslos verloren gegenüber dem G5. Werfen wir nun jetzt noch kurz einen Blick auf das bekannte VRR-Gamma-Flimmern. Auch beim LG B5 musste ich das VRR-Gamma-Flimmern feststellen. Das sogenannte VRR-Gamma-Flimmern tritt bei Spielsignalen in Ultra HD über 90 Hz auf, welche hier die Bildfrequenz zwischen 90 bis 120 Hz mittels der VRR regeln. Da kommt es dann quasi zu einem Verdrehen der Gamma-Werte der Einzelbilder, was dann in einem hellen Flimmern sichtbar wird. Beim B5 möchte ich nochmal gesondert auf die Geschwindigkeit eingehen. Wie ich bereits im Kapitel zur Software angedeutet habe, ist die Grundgeschwindigkeit des B5 nicht auf dem Niveau eines C5 oder G5. Der B5 ist schon sichtlich langsamer als seine größeren Brüder. Dies bezieht sich nicht nur auf die Bedienperformance, sondern auch auf den Bildaufbau und Audioverarbeitung. Während er im Spielmodus jene Problematik nicht vorweist, ist im Filmmaker-Mode ein sichtbarer Delay festzustellen. Bis zu einer Sechzehntel Sekunde hängt der B5 hinter dem C5, was den Bildaufbau angeht, und ist damit auch leicht asynchron zur Audiowiedergabe. Für das menschliche Gehör zwar schwer auszumachen ohne direkten Vergleich. Im direkten Vergleich ist eindrucksvoll sichtbar, wie der B5 mit dem Bildaufbau hinterherhängt. Es ist vorstellbar, dass es mit einer ungünstigen Soundbar oder AV-Receiver-Kombination zum Audio-Delay kommen kann. Dieses Phänomen wurde bei den RGB OLED-TVs in der Vergangenheit bereits öfter beobachtet und könnte mit dem B5 seine Fortsetzung finden. Im Zusammenspiel mit meinem Marantz Cinema 70S konnte ich zwar keine Probleme feststellen, erfahrungsgemäß hat dies aber leider keine Aussagekraft. Kommen wir nun zum Sound des B5. Nun, um hier klare Worte zu treffen. Audiokünstler waren die LG-TVs noch nie und das ist auch der B5 nicht. Im Vergleich zu seinen großen Brüdern stellt der B5 hier ganz klar das Schlusslicht dar.
Grundlegend kann sich die Audio-Performance schon sehen lassen. Es reicht für das gewöhnliche Nachmittagsfernsehen vollkommen aus. Es kommt auch eine gute Räumlichkeit zustande. Dennoch stellt der B5 Inhalte gerne etwas basslastiger dar und kann Stimmen nicht so gut herausarbeiten. Für Leute mit etwas mehr Anspruch wird wohl der Kauf einer Soundbar oder eines kleinen Audiosystems ein Muss sein. Ach ja, wie bereits in einem separaten Video festgestellt, hat AG ab der Generation 2025 die Unterstützung für das Audioformat DTS entfernt. Somit ist ein Abspielen, Wiedergeben und Durchschleifen von DTS-Signalen jeglicher Art nicht mehr möglich. Etwas, was ich zwar als verschmerzbar einordne, dennoch ist es ein Schritt in die falsche Richtung. Meine TV-Reviews ab 2025 werden nun auch das Thema Leistungsaufnahme, sprich den Stromverbrauch behandeln. So verbraucht ein B5 in 55 Zoll mit einem 100% weißen SDR-Testbild um die 140 Watt. Bei meinem HDR-Realbildtest in 200 Nit um die 47 Watt. Bei 1000 Nit sind es 82 Watt und bei maximaler Lichtdichte des Panels kommen wir auf ca. 117 Watt. Bei einem 10% HDR-Testbild mit 4000 Nit Lichtdichte verbraucht der B5 um die 106 Watt. Bei einem 100% HDR-Testbild sind es 134 Watt. Das sind sehr akzeptable Werte unter Rücksichtnahme, mit welchem Panel wir es hier zu tun haben und mit welcher Lichtdichte der B5 hier operiert. Vor allem, wenn wir die Werte mit dem C5 vergleichen, können wir sehen, dass der B5 hier ziemlich gedrosselt auftritt. Die Leistungsaufnahme des C5 ist teilweise bis zu das Doppelte höher, während er in diesen Situationen auch die doppelte Lichtdichte erzeugen kann. Ich denke, dass der B5 für das, was er leisten kann, durchaus eine gute Energieeffizienz an den Tag legt. Es ist aber auch mehr als ersichtlich, dass wir es hier mit einem OLED-TV zu tun haben, welcher mit einer angezogenen Handbremse unterwegs ist. Fazit: Mit dem B5 haben wir uns nun AGs Einsteigermodell für das Jahr 2025 angeschaut. Für mich stellt sich nun vornehmlich die abschließende Frage: Hat der AG B5 eine Chance um das Rennen des besten Preis-Leistungsgerätes? Nun, bevor wir darauf eine abschließende Antwort finden, würde ich sagen, fassen wir zusammen, was AG uns hier mit dem B5 präsentiert. Der B5 ist ein OLED-TV, welcher sich vor allem mit seiner guten Verarbeitungsqualität als auch Ausstattung hervorheben kann. Ich meine 4K mit 120 Hz, 4x HDMI 2.1b, als auch der Support aller wichtigen HDR-Formate ist definitiv eine Erwähnung wert. Das Ding ist nur, dass Verarbeitung und Ausstattung einen Fernseher nun mal nicht unbedingt in der Gänze ausmachen. Und da kommen wir nun schon zum Elefanten im Raum, der Bildperformance. Ich wähle absichtlich das Wort Performance und nicht Qualität, denn von der reinen Bildqualität her ist der B5 auch dieses Jahr wieder annähernd auf Referenzniveau, was seine Preisklasse angeht. Konkurrenten wie der Hisense A85N sehen kein Land gegenüber dem B5. Darüber brauchen wir auch nicht diskutieren. Das Ding ist eher die Performance, sprich in Relation zum Machbaren, und da ist der B5 wirklich eine Sparlampe. Starten wir da mit der Lichtdichte. Ich meine, ein Leistungszuwachs von fast schon frechen 9% im Vergleich zum B4 ist schon heftig. Und ich habe mir da mal den Spaß gemacht und habe Messwerte zum B8 aus 2018 auf der Seite Ratings herausgesucht. Und die Kollegen kamen damals auf einen Wert von ca. 700 Nit im 10% Fenster. Ja, 700 Nit im 10% Fenster. Dies bedeutet, dass AG vor knapp 7 Jahren bereits bei der B-Reihe die gleiche Lichtperformance liefern konnte. Und wir es hier, auch wenn 9% nach einem Fortschritt klingen, mit Stillstand erster Güte zu tun haben. Klar, der B5 ist dem B8 aus 2018 natürlich in Sachen HDR-Verarbeitung und auch Energieeffizienz beachtlich überlegen. Mir geht es hier nur um die nackten Zahlen und das ist schon bitter. Der B5 hätte sich hier zumindest mit dem C2 aus 2022 gleichsetzen müssen. Dieser kam auf einen Wert von um die 800 bis 850 Nit im Filmmaker-Mode. Das sehe ich als Minimum für das Jahr 2025 an.
Etwas wieder gut macht der B5 das Ganze mit der bereits erwähnten Bildabstimmung. LG-typisch präsentiert sich der Filmmaker-Mode sehr genau und neutral, wodurch eine puristische Wiedergabe durchaus möglich ist und der B5 vor allem im SDR Filmmaker-Mode eine hervorragende Performance an den Tag legt. Dies skaliert er zusätzlich mit einer guten Zwischenbildberechnung, die seine größeren Brüder in den Schatten stellt, sowie einem sehr guten Upscaler und dem Support für den Filmmaker-Mode mit Ambient Light Compensation. Jetzt möchte ich meine eingangs gestellte Frage beantworten. Hat der B5 eine Chance um das Rennen des besten Preis-Leistungsgerätes? Nun, ich will ehrlich mit euch sein. Ich bin mir da nicht unbedingt sicher. Sicher bin ich mir, dass er unter den OLED-TVs in dieser Preisklasse erneut wie der B4 den Klassenbesten abgeben wird. Jo, aber OLED-TVs sind nicht die einzigen, die um diesen heiß umkämpften Preisbereich buhlen. Immer mehr kommen leistungsstarke Mini-LED-TVs hervor, vor allem von chinesischen Herstellern wie TCL oder Hisense, die eine Leistung in diesem Preisbereich pumpen, welche vor 2 bis 3 Jahren noch absolutes High-End im Mini-LED-TV-Sektor war. Dies haben wir letztes Jahr mit dem TCL QM8B und vor allem dieses Jahr eindrucksvoll mit dem TCL Q7C bzw. C7K gesehen, dass hier eine Bildleistung auf einem Top-Niveau geliefert wird und das zu einem Budgetpreis von unter 800 € in 55 Zoll. Da kann der B5 noch so gut abgestimmt und auch vom Material qualitativer sein, er hat keine Chance dagegen. Die knapp 2000 Nit des Q7C sowie dessen Gesamtpaket lassen einen OLED-TV mit Sparlichtsyndrom nur mal alt aussehen. Aber auch die Tatsache, dass der B5 aus seinen eigenen Reihen gekillt wird, ist mehr als erschütternd. Ich meine, aktuell, zum Zeitpunkt dieses Testes im Juli 2025, kostet der B5 um die 1600 € in 55 Zoll und bekommt einen LG G4 High-End MLA OLED TV für teilweise unter 1200 € in 55 Zoll, welcher dem C5 überlegen ist. Und zu guter Letzt ist der G5 auch immer mehr für ca. 2000 € in 55 Zoll zu haben und der Preisaufschlag ist lächerlich für die Mehrleistung des G5. Unter dem Strich bedeutet das, dass der B5 erneut ein guter OLED-TV ist, welcher seine Vorzüge hat, aber nicht zu diesem Preis und nicht bei dieser Konkurrenz, sei es aus den eigenen Reihen oder eben aus dem chinesischen. Ja, und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum LG B5 TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt diese gerne in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch nun eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!